So, ich verbrenne jetzt meine S-Bahn-Karte, meine ISA-Card, die ich heute früh gekauft habe für 53,40 Euro. Und warum, werde ich euch ganz genau erklären. Ich war heute Mittag kurz beim Essen in Ismaning in München und das ist die Flughafen-S-Bahn, die zurückfährt vom Münchner Flughafen in die Innenstadt und wie oft auf dieser Strecke gibt es eine Kontrolle, was völlig in Ordnung ist, weil ich hatte diese Fahrkarte dabei und ich habe sogar extra noch mit der MVG-App ein Ticket gelöst, ein Anschlussticket, sodass ich sauber bin und alles richtig hatte. Und neben mir saßen 3 junge Asiatinnen, die dabei waren und die sind mitgefahren mit der S-Bahn und haben auch ein Ticket dabei gehabt, alle 3. Ein Problem, das diese Frau hatte, die neben mir saß, sie hatte dieses Ticket nicht abgestempelt. Sie hatte nämlich am Flughafen München Hilfe bekommen von einem netten Menschen, der ihr am Automat erklärt hat, wie sie ihr Flughafenticket zieht für 12,40 Euro. Und sie hatte aber die Variante genommen, die man abstempeln muss und nicht die nicht abgestempelt war. So, und dann hat der Kontrolleur in bayerischem, ja fast schon brummigem Ton gesagt, ja mei, da haben wir jetzt ein Problem. Und die Frau wusste nicht genau, wie sie das deuten konnte und hat ihn sehr unverständlich angeschaut, worauf der Kollege von der S-Bahn München, der Kontrolleur, meinte, ob sie denn Deutsch oder Englisch verstehen würde. Auf Englisch war sie nicht mehr gefragt und hat die Frau gegenüber, die auch aus Asien war, also zumindest aus optischem Eindruck, gefragt, ob sie denn bitte für die andere Frau übersetzen könnte. Es war ihm völlig egal, ob die beiden sich kennen, weil alle Menschen, die Schlitzaugen haben, müssen ja miteinander verwandt oder befreundet sein. Dass die beiden sich nicht kennen und einfach nur möglicherweise aus demselben Kontinent kommen, war in dem Fall ihm völlig egal. Naja, jedenfalls hat er dann oben auf dem Fenster hingedeutet und hat gesagt, also hier, wenn Sie das Ticket nicht abgestempelt haben, ist es ja ungültig und wenn ungültig, dann jetzt 60 Euro Strafe. Worauf die Frau immer noch nicht ganz verstanden hat, was sie jetzt eigentlich tun soll. Und das ist eine Situation, die habe ich jetzt schon mehrmals in der S-Bahn München erlebt, dass Menschen nicht verstehen, wann sie ein Ticket stempeln müssen und wann sie ein Ticket nicht stempeln müssen. Anyway, ist mir auch schon passiert in Wien, in der S-Bahn, habe ich Pech gehabt, habe ich damals eben auch 60 Euro bezahlt. Aber jetzt kommt die Geschichte, warum ich meine S-Bahn-Karte verbrennen werde. Der Mann hat sie gefragt, ob sie Geld hat, Bargeld hat und sie hat gesagt, sie hat kein Bargeld dabei, weil sie den ersten Tag in Deutschland ist. Ob sie eine Geldkarte dabei hätte. Also Geldkarten, das ist dieses proprietäre deutsche Format, wo man in Automaten in Deutschland bezahlen kann, hatte sie auch nicht dabei. Woraufhin der Mann ihre Ausweisdokumente sehen wollte, ihren Pass. Und dann hat die Frau diesen Mann, und das ist der Grund, warum ich diese S-Bahn-Karte gleich verbrennen werde, hat diesem Mann ihren chinesischen Ausweis gegeben und er hat reingeschaut und hat er zu ihr gesagt, also auch als Touristin müsste sie sich bitte eine gültige Fahrkarte in Deutschland kaufen. Und in der Zwischenzeit habe ich in meinem Geldbeutel nachgeschaut, ob ich irgendwas tun kann für sie und habe gesehen, ich habe da irgendwie auch nur 20 Euro drin, aber ich habe den Kontrolleur gefragt, ob ich bitte dieses Schwarzgeld, nicht Schwarzgeld, aber dieses Schwarzfahrergeld für sie bezahlen könnte und wie ich dann bezahlen könnte. Er hat gesagt, ja auch nur bar oder mit Geldkarte. Und dann schaut er in diesen Ausweis rein und sagt er, Sie haben ja eine Arbeitsgenehmigung, Sie sind ja gar keine Touristin, warum lügen Sie mich an? Und die Frau weiß gar nicht, was sie tun soll, weil sie es versteht ja nicht, was er will. Sie versteht auch nicht, was sie falsch gemacht hat. Da steht nur ein Kontrolleur, ruppig, mit einer Sprache, die sie in der Geschwindigkeit möglicherweise nicht versteht, weil sie nur wenig Englisch spricht oder wenig Deutsch spricht. Sie hat mir später erzählt, dass sie Au-pair-Mädchen ab morgen ist in Deutschland und behält ihren Ausweis. Und dann weiß er nicht, was sie tun soll, sie weiß nicht, was er tun soll in so Richtung. Und dann sagt er müsse sie jetzt zur Polizei bringen am Ostbahnhof. Verstehen Sie? Polizei, sagt er ganz deutlich. Verstehen Sie? Polizei. Und die Frau fängt an zu weinen und sagt, sie hätte gerne ihren Ausweis wieder. Und er sagt, nein, den behalte ich jetzt. Wir gehen jetzt zur Polizei. Und ich weiß nicht, ich kenne die kulturellen Unterschiede zwischen Asien und Deutschland oder Asien und Europa nur ganz wenig. Aber wenn ich in einem fremden Land bin, wo ich die ersten 20 Minuten verbringe und mich fragt ein Mann in Zivil, der mir keinen Ausweis zeigt, kein gar nichts hat, er nimmt mir meinen Ausweis weg und sagt, Polizei, wir gehen jetzt zur Polizei, dann bin ich hochgradig verunsichert. Und ich habe dann in diesem Moment meinen kleinen Presseausweis gezogen und habe gesagt, ich hätte jetzt ein berufliches Interesse. Ob er denn bitte diese Frau in Ruhe lassen könnte, ob er nicht einfach mal ein Auge zudrücken kann oder ob ich das bitte bezahlen kann. Worauf er dann, und dann auch andere Fahrgäste sagen, ob er denn nicht ein Auge zudrücken kann. Worauf er sagt, könnten Sie sich da bitte raushalten zu den anderen Fahrgästen. Zu mir hat er das nicht gesagt. Dann sind 4 ewig lange Stationen vergangen und ich habe dann
angefangen zu twittern an DB Bahn und die hat gesagt, hier passiert gerade ganz wichtiges Zeug, bitte meldet euch bei mir, ganz schnell. Und habe ihr das geschrieben, der Bahn per Twitter, dass da ein Kontrolleur den Ausweis einbehält, wo die Bahn sagt, ja, Sie verstehen nicht, warum er den Ausweis einbehält, aber es ist ja wohl ein berechtigter Grund da, weil die Frau ja wohl keinen Fahrschein hat. Und ich frage mich immer noch, warum rafft es die Bahn nicht, dass das nicht der richtige Weg ist, Menschen, die das Ticketsystem und das Buchungssystem der Bahn nicht kapieren, wie Systemschmarotzer zu behandeln und auf die Polizei zu führen. Ich glaube auch nicht, Marco, dass ein Kontrolleur in Zivil, ohne einer Frau einen Ausweis zu zeigen, einen Pass einbehalten darf. Wir sind dann ausgestiegen, ich habe zu der Frau auf Englisch gesagt, passen Sie auf, machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe das schon öfter erlebt, dass das mit dem Kontrollieren manchmal hier ein bisschen unangenehm ist. Sie soll sich bitte keine Sorgen machen, es wird alles gut, es wird nichts passieren, sie wird nicht verhaftet, der Pass ist auch gleich wieder bei ihr und ich werde sie erst wieder von meiner Seite lassen oder ich werde von ihrer Seite weichen, wenn das Problem behoben ist. Ich begleite sie jetzt so lange, bis alles geklärt ist. Und dann sind wir am Ostbahnhof ausgestiegen, die Frau, der Kontrolleur und sein Kollege, und sind dann runtergegangen so zu den Katakomben halt von dieser Ostbahnhof, so die ganzen Läden auch sind. Und dort war die Tür von der Bahnpolizei. Und neben dieser Bahnpolizeitür war ein EC-Automat der Reisebank, der 3,95 € Gebühr nimmt. Und ich habe zu diesem Kontrolleur gesagt, bitte warten Sie kurz, habe dort auf den Knopf gedrückt, 70 € abheben, habe ihm 60 € gegeben und habe gesagt, ich möchte, dass Sie jetzt bitte dieser Frau den Pass zurückgeben. Und ich möchte außerdem, dass Sie mir eine Quittung geben über diese 60 €. Ich weiß nicht, ob ich die jemals wiederkriege. Von der Frau bitte nicht. Möchte sie nicht wieder haben, diese 60 €. Ich habe diese 60 € in den Wind geschrieben. Die hat jetzt die hierarchisch nicht verstehende S-Bahn München, die sich in Grund und Boden schämen soll. Ich habe das auch vorher nochmal geschrieben. Und weil sich diese S-Bahn so in Grund und Boden schämen soll, möchte ich nicht mehr S-Bahn fahren. Ich möchte nicht mehr S-Bahn fahren, bis die S-Bahn München sich irgendwo offiziell, öffentlich für so eine Kackscheiße entschuldigt. Das möchte ich. Und das ist der Grund, warum ich jetzt diese 54,60 € oder was immer es auch sind, Isar-Karte München einfach verbrenne, weil es ist so eine Scheiße. Ganz ehrlich, ich wünsche dieser Frau, dass sie eine bessere Zeit hat in München, als Au-pair-Mädchen morgen in München eine tolle Zeit hat mit ihrer Gastfamilie hier. Und das war die U-Bahn-Karte, die wäre jetzt ab heute einen Monat gültig gewesen. Und die fliegt jetzt hier, ich habe hier extra ein Wasserglas, damit sie hier das Büro nicht abfackelt, die fliegt jetzt hier rein, weil ich möchte nicht mehr mit der S-Bahn fahren. Ich schäme mich so sehr für diesen Kontrolleur und möchte Ihnen zwei Sachen sagen. Wenn der Kontrolleur über seine Kompetenzen hinausgegangen ist, dann sollte der sofort aus dem Verkehr gezogen werden. Und wenn dieser Kontrolleur vorschriftsmäßig nach den Vorschriften der Bahn gehandelt hat, dann fahre ich nicht mehr mit der Bahn. Das war's. Tschüss. Danke.